Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Heute was ganz Besonderes, das sagen wir immer, aber heute wirklich. Wir haben eine Legend dabei, Dr. Robert Alinghaus. Du hast mich auf der Messe mal gefragt, was bringt Forschung uns Anglern? Und du als alter Forscher bist eine Koryphäe auf deinem Gebiet. Deswegen haben wir uns gedacht, wir testen das heute mal aus. Und wir brauchen euch, denn wir haben ja das Boddenhecht-Projekt, wollen wir euch vorstellen. Genau. Und da untersuchen wir natürlich auch Renaturierungserfolge und wir brauchen gute wissenschaftliche Angler. Also herzlich willkommen. Danke. Mal sehen, ob ihr auch hier ein paar Fische fangt. Zum Detail werden wir euch gleich noch alles erzählen zum Projekt. Aber jetzt geht es erstmal aufs Boot. Wir wollen ein paar Fische fangen. Um bessere Ergebnisse zu bekommen, sind wir mit 2 Booten unterwegs. Ne? Also Vecchi ist auf einem Boot mit einem Kollegen von dir. Ja, Professor Dr. Thomas Kleefoot. Genau, und wir sind zusammen auf einem Boot. Und falls ihr mal die ganze Forschungsarbeit auch online begleiten wollt, euch angucken wollt, das ist ein Forschungsprojekt von iFishman. Die haben auch einen YouTube-Channel, einen YouTube-Kanal. Den packen wir euch mal in die Videobeschreibung. Hochinteressant, vor allem für uns Angler. Das werdet ihr im Laufe der Folge auch noch merken. Also mal abchecken, mal vorbeigucken, Likes da lassen und abonnieren. Ihr wisst, wie immer, jetzt geht's aber los. So, bis eben noch in Badelatschen gewesen. Und noch eine ganz kurze Geschichte in eigener Sache. Wir haben unseren neuen Schuh draußen. Flowers for Society X-Nays. Auf den bin ich besonders stolz. Wenn ihr Bock darauf habt, ich werde ihn jetzt anziehen. Guckt mal in die Videobeschreibung, da findet ihr den. Also jetzt ab ins Wasser. Ciao. So Jörg, Senke nehme ich mit. Senke brauchst du. Senke, brauchst du dickes Fluo? Hast wieder nichts dabei, ey. Hergekommen wie eine Friseuse. Mach mal 2 Meter. 2? Was hast du denn vor? Also es geht halt darum, dass ihr wirklich konzentriert angelt und wir auch jeden Fisch mit aufnehmen, den ihr seht. Ja, weil es auch wichtig ist, die nachfolgenden, also die Follower-Fische zu messen, weil das für uns auch ein Indikator für die Fischmenge ist. Ja, und die Angelzeit natürlich extrem genau aufnehmen, weil der Fisch pro Angelstunde ist unser Maß für die Fischhäufigkeit. So, los geht's. Ich bin mega gespannt, weil ich habe schon sehr, sehr viel von Robert gehört. Also egal, um was es geht, Catch and Release und so weiter. Wenn man sich da ein bisschen beliest, forschungsmäßig ist Robert die Koryphäe. Deswegen bin ich gespannt, wie er so arbeitet. Und ich glaube, es ist für euch auch sehr spannend, weil ich habe gestern schon mal ein bisschen mit ihm geredet. Extrem viele Erkenntnisse, die das Angeln auf jeden Fall beeinflussen. Grundsätzlich sind die Bodden ja Flachgewässer, da kommt der Name auch her, von Boden. Und du hast aber hier durch die starken Ostseeschwankungen hast du halt hier sehr hohe Bereiche, wo du nur 1 Meter oder weniger als 1 Meter Wassertiefe hast. Und hier gibt es einen vertieften Bereich, der geht jetzt so bis 3–4 Meter runter. Und das ist ziemlich markant und da werden wir jetzt drin angeln. Robert, wir sind am ersten Spot. Bevor wir loslegen, erklären Zuschauern noch mal ganz genau, was wir machen, warum wir das jetzt hier machen. Ja, wir sind also seit 4–5 Jahren forschen wir hier an den Bodden, um zu gucken, wie es den Hechten geht, wie die wandern, wie die sich bewegen, wie die wachsen. Und dazu haben wir 4.500 Hechte markiert mit der Hilfe von verschiedenen Guides. Und heute geht es darum zu schauen, wo sind die Fische, wie haben die sich verteilt. Wir messen natürlich auch, wie viele Fische es in den Gebieten gibt. Aber es geht eben darum, mit gutem Angeln effizient Fische zu fangen und markierte Fische wieder zu kriegen. Also die Hauptaufgabe ist erstmal, einen markierten Fisch überhaupt zu fangen. Das wäre natürlich toll. Um die Daten erheben zu können. Richtig. Super, ja geil. Forschen ist nicht so meins, aber Fische fangen, das mag ich. Wissenschaftlicher Angler, du darfst jetzt loslegen. Sehr gut. Ja, ich muss erst noch montieren. Du kannst schon mal loslegen. Ich leg los. So, ich mache mir noch ein hechtsicheres 1 mm Fluorocarbon vor. Der Robert angelt schon und irgendwie habe ich das Gefühl, während ich montiere, wird schon der erste Fisch ins Boot kommen. Man muss sagen, wir angeln hier tatsächlich in einem Gebiet, das man als Nicht-Forschungsmitarbeiter nicht beangeln darf. Deswegen ist meine Hoffnung groß. Hier hat 30 Jahre niemand geangelt, dass hier auch direkt Fisch kommt. Ja, Thomas, nicht nur bei Dustin auf dem Boot ist ein Professor.
der Fischbiologie oder wie betitelt man euch? Ja, mein Lehrstuhl ist Ökologie und Naturschutz, aber ich bin von Haus aus Fischereibiologe, habe auch bei Robert studiert und promoviert, war einer seiner ersten Studenten. Ich kenne dich auch aus der Anglerpresse ein bisschen. Du schreibst auch immer wieder mal Artikel, oder? Hin und wieder, ja. Nicht so viel wie Robert das macht, aber immer mal wieder, genau. Okay, also mehr Angler oder mehr Professor? Extrem heißer Angler, würde ich sagen, schon richtig aktiv und halt auch gerne in der Forschung eingebunden, ja. Also wenn wir jetzt einen markierten Fisch fangen, kannst du uns da vermutlich einiges dann drüber erzählen, oder? Das weiß ich nicht, aber ich hoffe es. Okay, hoffe ich auch. Aber ich bin gespannt. Genau. Aber erstmal müssen wir anfangen. So sieht's aus, dann lass uns das mal machen. Ne? So Jungs, immer noch gern Fisch oder was? Was ist das denn? Ja, zeig uns das mal. Mach mal deinen First Cast hier. Ja, die Jungs jiggen. Ich werde jetzt mal einen großen Twister leiern. Unser Ghost kommt bald auf den Markt. Mal sehen. Wir wollen ja ein bisschen Forschung betreiben und deshalb auch verschiedenste Köder angeln, um zu sehen, was besser funktioniert. Ne? Aus anglerischer Sicht auch. Absolut. So, First Cast bei First Cast TV für mich. Ihr wisst, es ist immer ein ganz besonderer. Oh, da ist er. Und großer? Schöner. Erste Forschungsergebnis da. Getaggt. Wiederfangen. Jawohl! Super. Man sieht an dem Fisch sofort die äußere Marke. Die ist schon so ein bisschen vereigt. Das ist ein älterer Wiederfang. Das heißt, jetzt geht es darum, wirklich sehr genau die Länge zu bestimmen. Wahnsinn. Also ihr habt ihn schon mal gefangen? Den haben wir viel oder mehrfach. Mal sehen. Ja. Und jetzt habt ihr hier, ihr messt den und dann vergleicht ihr das mit den Werten vorher. Ja. Der Fisch ist 88. Warte mal, soll ich aufschreiben? bei Floytec 84398. Einer von mir. 84398. 84398. Weibchen. Hier eine ganz groß ausgewölbte Genitalöffnung. Wir werden hoffentlich noch Männchen fangen. Das ist eindeutig ein Weibchen, kann man von außen bestimmen. Robert, super geil, super spannend, finde ich. Hier, nochmal den Tag zu sehen. Das letzte ist übrigens keine 8, sondern eine 6. Sicher? Nee, eine 8. Aber es sind zwei Zahlen Aber auf ich der bin schon anderen Seite. alt, deswegen. Ja, 88, okay, gleich ein richtig schnell schöner wieder Fisch. zurück. Das gibt dem Angeln nochmal eine ganz andere So, jetzt du. Dimension. Ja, alles gut. Ich bin hier fürs Aber es ist Projekt. gut, wenn der Chef Den ersten nicht Fisch kriegen. komplett versagt hier. Ne? Ja, Also, darum geht es ja jetzt nicht. Ich weiß. Kriegen wir hin. muss Super, ja auch aber Spaß also machen. jetzt nochmal für mich, das hast Ja. du alles eingetragen? Wir haben das alle eingetragen. Es geht ja jetzt einerseits um Wiederfänge fangen. Das haben wir im Grunde schon jetzt mit einem Fisch erledigt. Es geht aber auch um die Anzahl der Fische pro gefischter Stunde. Okay. Das heißt, wir sollen nicht so viel quatschen, sondern konzentriert weiter angeln, weil das für uns ein Maß der Hechtmenge Und ist. Gewicht, lasst da weg. Gewicht lassen wir weg, weil wir haben so viele Fische gewogen, dass wir einen guten Zusammenhang kennen und das können wir schätzen. Wir haben jetzt den Fisch rausgesucht. Das ist in unserer Zeile Nummer 5544. Okay. Der wurde zum ersten Mal gefangen am 28.07.23. 2 Tage nach meinem Geburtstag, ja. Hatte damals 850 mm, also 85. Jetzt hat er 88. Das heißt, 3 Zentimeter gewachsen. in nicht mal einem Jahr. Nicht mal im Jahr. Ja, ist typisch für die Fische. Wir haben mehrfach festgestellt, dass die größeren Hechte weniger schnell wachsen hier. Hier gibt es ein Futterproblem. Okay. Und ich schaue jetzt mal, in welcher Region der kam. Wir haben die Information Ach krass, der wurde so nah hier gefangen. so nah. Ja, und das ist ein ganz typisches Ergebnis, dass die sehr, sehr standorttreu sind. Als Angler stellt sich mir dann die Frage, wenn die alle nicht wandern, sondern standorttreu sind, kommt ja theoretisch, wenn ich den entnehme, auch kein Fisch nach. Genau, das ist genau die entscheidende Einsicht, die wir fürs Management brauchen. Wenn in so einem Gebiet jetzt was passiert, eine hohe Entnahme, Fraßdruck durch verschiedene Räuber, dann ist die Wiederbesiedlung extrem gering. Das heißt, dieses Gebiet ist dann Die wirklich Wiederbesiedlung verbrannt. ist dann gering? Ja, Okay. weil jetzt die Zuwanderung sehr, sehr gering Das ist. heißt, es ist kein Mythos, sondern ich kann das Ding hier schon auch kaputt machen. Ja. Wenn ich alles rausnehme, Ja. gibt es da einen Schnitt, wie lange es dauert, bis dann der Fisch nachkommt? Das haben wir nicht untersucht, das wird mehrere Jahre dauern. Wahnsinn. Das wird mehrere Jahre dauern. Also ist es schon sehr wichtig, wenn man aus Anglersicht denkt, selektiv zu entnehmen, nicht alles zu entnehmen, sonst macht man sich das kaputt. Absolut.
Was sind Lösungen dafür? Entnahmefenster oder weiß ich was? Na, oder? insgesamt natürlich die fischereiliche Sterblichkeit, wie wir sagen, runter. Also durch Fangbestimmungen, durch Schongebiete und so weiter den Fischereidruck reduzieren. Und natürlich auch regional unterschiedlich bewirtschaften. Also das ist eben nicht nur ein Bestand der Bodden, sondern das sind im Grunde Dutzende Unterbestände. Und du kannst den nicht als einen Riesenbestand bewirtschaften. Wenn in einem Gebiet viel geangelt wird, muss da auch intensiv reguliert werden. Und das gilt für die Berufsfischerei auch. Und so ein Gebiet ist halt sehr schnell überfischt. Das ist ja super spannend aus der Anglersicht. Und das war was ganz wenige gedacht haben. Die dachten ja an den Bodden, die wandern die Fische hunderte Kilometer so. Und Das hätte ich auch gedacht. Um ehrlich zu Hätte sein. jeder gedacht, aber das können wir eindeutig widerlegen. Super spannend, aber jetzt lass weiter Lass uns forschen. Ja. Für mich ein super spannendes Projekt, weil es wirklich Erkenntnisse gibt, die beim Angeln auch helfen. Ne? Und die Oh, Fisch! Großer? Nee, auch so die Größe. Der ist ein bisschen länger, glaube ich, obwohl gleiche Preiskategorie. Dicker als er vorhin. Jetzt. Gut, das ist ein neuer Hecht. Super spannend. Das ist jetzt ein Neufang, also den haben sie noch nicht markiert. Genau. Es gibt also mehr als 4.500 Fische hier. Das kann man schon mal sagen. Weil 4.500 habt ihr schon markiert. Ich würde sagen, der ist ein bisschen größer, kann aber auch nur so wirken, weil er fetter ist. So, und jetzt guckt mal, wie man wissenschaftlich genau misst. Ne? Weil es gibt ja immer so ganz viele Hater im Internet. Wissenschaftlich korrekt ist die gestreckte Schwanzflosse und dann die längste Entfernung zu messen. Unten ist 92. 920, Unten oder? ist- Ja. Ja, okay. Geschlecht, Jörg? Weibchen. Kann man bei der Größe nicht pauschal sagen, ist ein Weibchen? Nee, wir haben auch 90er Männchen hier gehabt. Ah, ja, ist eine okay. Ausnahme, aber gibt's. Petri, geil. Ja? So, mach mal hier, nimm mal dein Kadaver zur Seite, bitte. Ja? Den Altersdurchschnitt, den hohen, jetzt bin ich gar nicht mehr gewohnt auf dem Boot. Bin ich ich mal- Jungschen unterwegs. Bin ich mal nicht der Heute Älteste. fühlen wir uns dann auch alt. Das ist gut. Normalerweise bin leider ich immer der Älteste, Robert. Jetzt heute ist- ausnahmsweise mal der Jüngste auf dem Boot. Das ist wirklich sehr selten. Sehr selten. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Oder wie war das? Ja. Doch, ich hab ihn. Rosa? Getaggt, wieder fangen. Ey, ich komme hier gar nicht zum Angeln. Ey, ich muss nur keschern, Robert. Jawohl. Kannst du muss das damit mal sein, aufhören? Halt mal kurz. Ja. Walte deines Amtes. Ja? Ich bin Kescher Boy und du bist Measure Boy. Und Robert ist Fangboy. Und Dicky. Ich sag 87. Der ist älter. Hier sieht man schon die Algen. Ah, was habe ich gesagt? 876. Ja. 78, 78. 644. Was für ein traumhaft schöner Fisch, auch von der Musterung. Wahnsinn. Hey, nicht so lange rumschnacken. Petri Heil, mein Freund. Okay. 87, 88, 92. Ja. Läuft doch, ne? Ja, so läuft's. So läuft's. Zwei Wiederfänger dabei. So, So, sollen wir jetzt auch mal was fangen oder sollen wir weiter keschern und Erstmal gucken, wo er messen? kommt. Ja, okay. Gefangen am 4. März 23. Naja, also genau von einem, naja, nicht genau, ein bisschen mehr als ein Jahr. Und damals hat er 867. Also 80, ist 1 Zentimeter gewachsen in einem Jahr. Das ist schon langsam. Ja. Also die Fechte haben hier, die wachsen sehr, sehr schnell als Junghechte. Aber so ab so 70, 80 Zentimeter geht das Wachstum runter. Und wir vermuten, dass das eine Anschlussnahrung ein Problem ist. Also die Heringe fehlen. Das ist die Vermutung. Das ist die Vermutung, das untersuchen wir gerade. In Augenlinsen können wir rückverfolgen, was haben die gefressen. Naja, okay. Und da sieht man, dass die Geht das beim Menschen auch? geht auch. Ja. McDonald's bei dir? Ach nee, das darf man ja nicht sagen. Ja, warum nicht? Jetzt schauen wir mal, wo der herkam. Robert, der müht sich da gerade ab.
den Standort zu finden. Aber ich habe auch gehört, je älter man wird, desto schwieriger wird es mit der Technik. Oder, Robert? Absolut. Aber muss ich sagen, Fische fangen kriegt er wohl ganz gut hin. Da macht er uns bis jetzt nass. Das ist die Aber Erfahrung. für mich, ich brauche Wettkampfbedingungen, damit das losgeht. Der Fisch ist etwas weiter weg. Also auch im gleichen Gebiet, etwa 500 Meter westlich, was ist das? Östlich gefangen. Ja, aber ist ja auch nix, ne? Nee. 1 Zentimeter gewachsen in einem Jahr, standorttreu. Ich wusste gar nicht, dass du so nervöser bist. Will ich gar nicht. Es ist Angelzeit, Mann. Fische pro Angelstunde. Das ist unser Maß. Kannst du nicht Pipi machen und die ganze Zeit hier rumschlafen? Also wenn du von keiner Pause sprichst, da bin ich voll dabei. Aber Becky, der ist da nicht für die Wissenschaft gemacht, der ist für die Pause gemacht. Der ist eigentlich ein Spanier im Herzen, ein Siesta und Ich so. bin ist auch genau ein sein Spanier, ein Halbspanier. Ding. Ja, aber bei dem der lebt das. Gucken wir mal, was bei denen so geht. Schalten wir mal rüber aufs andere Boot. Es beißt bisher gar nichts. Wir hatten noch keinen Biss, nur einen Nachläufer von einem Hornhecht beim Felix. Und ich probiere jetzt einfach mal rum, ob vielleicht ein paar andere Köder ein bisschen mehr Aktion bringen. Schauen wir mal. Aber wir angeln hier auch noch nicht lange. Ja, Thomas ist hier fleißig am Durchwechseln. Ja, Der hat ganz zittrige Finger. ganz zittrig. Das ist so eine Macke. Ja, aber manchmal ist es auch dann der Gamechanger. Manchmal bringt es was. Ja. Ja. Oft genug ist Zeitverschwendung, aber manchmal bringt es was. Ja, da. Der 107. Köder, der wird dir den Erfolg bringen. Biss gehabt? Ja, ich habe ihn an der Oberfläche gesehen. Der ist einem Aufklatschen raufgeknallt. Wie kann das denn sein? Ja, der ist hochgestiegen. Driften wir jetzt jedes Mal woanders oder driften wir... Immer so ein bisschen weiter, ne? Dustin, du hattest einen Biss? Jo, direkt an der Oberfläche hat er gebissen. So, gerade ein bisschen ruhiger. Es war ganz klar eine Beißphase, die wir erwischt hatten. Jetzt schon seit 3 Driften nichts mehr. Aber das ist normal. Warten wir halt einfach auf die nächste Beißphase. Robert wird uns schon zeigen, wann der nächste Fisch aktiv ist. Biss, Fisch! Ein guter. Jawohl! Ist das der Meter? Nee. Ja, nicht ganz. Für mich der erste. Ist das ein Wiederfang? Oh, guck mal, da sieht er, der Venom. Du, Robert, ich habe ein bisschen den dir zu verdanken, weil du hast Ja, gesagt, ja, letztes Mal hat Schwarz gut funktioniert. Ja, und den Stinger hast du natürlich auch von mir geklaut. Na klar, ist da voll reingescheppert. Richtig schön. Ich fische ja jetzt mittlerweile ganz oft Fluorocarbon als durchgängige Hauptschnur. Hier Fluorocarbon von Stroft. Hat gut funktioniert. Super geil. Schön den Köder geleiert. Jörg hat uns hier schön an die Kante gefahren. Und das ist echt ein richtig schöner Fisch. Er kann doch angeln. Ich dachte, das ist nur so ein Fernsehtyp, aber kann angeln. Neue Route eingeweiht, ne? Prototyp, NXT, so uns was Neues, was wir jetzt gerade bauen. Super, macht Spaß. So Jörg, Moment der Wahrheit. Ist kein Meter, aber schön. Ja, Jörg sagt, das ist der Meter. Nee, nee. Nee, ist er nicht? Ja, 94,5. Genau auf den Millimeter, bitte. 94,5. Okay. Aber dickes Ding, ne? 5 Weibchen. Und kein Wiederfang, sondern neuer Fisch. Das heißt, der war nicht unter den 4.500 Fischen, die Robert und sein Team schon
gefangen haben. Aber massiver Rücken, ne? Krasser Fisch. Oh, ein schwerer Fisch. Und ein krasser Rücken. Guckt euch mal den Rücken an. Richtig tolles Tier, Robert. Glückwunsch. Danke. Fast Ein- 95. Der darf zurück. Wunderschöner Fisch, muss man ehrlich sagen. Oh, guckt euch das mal an. Massives Teil. Der Rücken, guckt euch das mal an. Und tschüss, mein Guter. Deutscher 95er, geil. Glückwunsch. Danke. Ihr wisst ja alle, trübes Wasser, schwarz meine absolute Lieblingsfarbe. Und hier ist es relativ trüb. Hat funktioniert. Venom 80er mit 10,04. Ich habe das Gefühl, der bringt mir heute noch einen. Thomas, fang ein, neuer Spot. Jetzt Ja? muss es klappen. Ich drücke dir auch die Daumen. Hier kommt jetzt was. Fisch on! Ja, ey. Oh, keine 2 Minuten nach dem ersten Biss habe ich jetzt einen richtig schönen Fisch eigentlich schon drauf bekommen. Ich habe ihn hier vor den Füßen gesehen, der hing auch. Und dann wieder verloren, ey, schade. Thomas, du hast ihn auch gesehen, gell? Ja, 80 hat er bestimmt Ja, gehabt. war kein ganz kleiner, 80 könnte er auf jeden Fall gehabt haben. Schade, ey, Mann. Sehr schade. Naja, kann man nicht ändern, weiter geht's. Leute, das ist nicht der Zielfisch. So, der erste Fisch für mich, ein Hornhecht. Ist tatsächlich auch der erste Hornhecht in meinem Leben. Aber wir sind eigentlich wegen den anderen Hechten hier. Der darf schnell wieder zurück. Wie gesagt, ich habe noch nie einen Hornhecht gefangen. Deshalb wusste ich auch nicht, wie die Dinger stinken. Ich hatte den nur ganz kurz in der Hand. Oh, ich rieche wie ein Berufsfischer. Ganz schlimm. Boah, muss ich mal wegen die Hände waschen. Dann gerade auch das richtige Handtuch an Bord hier. CMB von meinem Papa. Schicke ich dir ein neues, weil ich hier einsau. Wir wechseln jetzt mal die Taktik und gehen ein bisschen tiefer, weil hier ist einfach nichts. Wir haben keine Nachläufer, wir haben keine Bisse und so wird das hier nichts. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, Dustin hat euch sicherlich schon mehr darüber erzählt, sondern versuchen das Team von iFish, Robert, Thomas und die anderen, mit interessanten Daten zu unterstützen. Aber viel Daten haben wir zwar hier noch nicht gesammelt, oder? Na, immerhin haben wir ein paar Fehlbisse aufschreiben können. Ja. Aber das zählt doch nicht. Nein, du Nee. musst natürlich Hechte fangen. Und das werden wir jetzt mal ein bisschen tiefer probieren. Genau. Ah, ja, ich wollte nicht reingehauen werden. Neufang wieder, oder? Ja, ist ein Neufang. So, das erste Männchen heute, ne? Robert? Ja, erste Männchen. Die Deswegen werden ja ein auch? bisschen kleiner als die Weibchen. Ja, Warum? weiß nicht. Was könnte das sein? Weil sie nicht so maßlos sind wie die Frauen und bedachter essen. Erzähle ich dir gleich, woran das liegt. Hoffentlich guckt keine Frau dieses Video. Wenn, dann, Entschuldigung, das war natürlich ein Witz. Wir sind hier keine Chauvinisten. 7, 8, 5. Ja, Das ist ganz eng abgegrenzt. Du hast hier diesen Strich. Und das würde man beim Weibchen nicht sehen. Da wäre das hier alles ganz oval rötlich. Sieht man auch außerhalb der Laichzeit. Also das ist ein Männchen. jetzt erzähl mir mal, warum werden Männchen. die Ja. Weibchen- ja. Das liegt daran, weil die Natur, also die Weiber haben ja viel Eier. Und je größer die sind, Ist desto das mehr Eier der, passen da rein. der fachliche Terminus Weiber? Nö, Rogner, Achso, okay. weibliche Fische. Und je größer ein Fisch ist, desto mehr Eier passen da rein. Deswegen Ah, werden die großen Tiere bevorteilt. Bei okay. Männchen ist das Sperma aber nicht so voluminös, braucht nicht so viel Platz. Deswegen hat die Natur nicht gesagt, du musst jetzt ganz groß werden, Okay, sondern die bleiben dann relativ klein. Okay. Es gibt keinen Vorteil, besonders groß zu sein als Mann. dann fange ich jetzt lieber die Weibchen. Ja, genau. Das ist eh mehr mein Ding. Bei so einem Wissenschaftsangeln geht es ja wirklich auch immer um Zeit. Ist jetzt nicht so, oh, wir angeln jetzt hier, suchen einen neuen Spot. Nee, man hat festgeschriebene Zeiten, an denen man an bestimmten Spots angelt. Und Robert, wie lange haben wir noch hier? 25 Minuten. 25 Minuten noch hier, dann müssen wir woanders hin. Fisch.
ist er. So, endlich unser erster Fisch. Jawohl, So, danke Felix. eingenetzt. Petri, Dankeschön. jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Petri, das ist ein richtig guter Fisch. Der hat bestimmt 85. Schauen wir mal, den vermessen wir kurz. So, da ist er. Was wird der haben? 75? Ah, das dürfte ganz schön. Jetzt ging es wirklich Schlag auf Schlag. Thomas konnte den ersten Fisch landen. Wir haben gerade gekeschert. Und dann höre ich nur Frank sagen, Felix, kannst du auch mal bei mir keschern? Ich habe es noch gar nicht realisiert, dass er einen Fisch hatte. Und dann hat er gerade eben wirklich einen richtig schönen 86er Boddenhecht gefangen. Beide waren noch nicht markiert. Ich bin gespannt, ob wir heute noch einen markierten fangen. Ich muss ja sagen, ich würde jetzt auch schon noch gern einfangen, bevor wir Dustin treffen. Sonst. Ja. Ah. Hat es einen Biss gleich? Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, geil. Gleich hinterher werfen. Vielleicht kann ich dir den abstauben. Ja, das war wieder so. So, da kommt das andere Boot. Mal gucken, was die so haben. 5 Fische bei uns. Na Jungs, wie schaut's aus? 5 Stück haben wir. Also ich habe nur einen. Die anderen hat alle der Herr Allinghaus gefangen. Was hast du? Ich habe direkt mit 2 Bissen vorgelegt und Nachläufern. Krautbisse. Nee, wir haben die Fische gesehen. Das waren Hornhechte, sagt doch nichts. Hornhecht habe ich auch. Doch, ich habe einen Hornhecht gefangen. Echt? Ja, aber okay. die anderen beiden haben jeweils einen richtig schönen Hecht gefangen. Vor allem Frank, 86 cm, schön gebaut. Und jetzt gegen Ende hatten wir noch super viele Bisse. Wir hatten 87, 88, 92, 95 und 87, 78. Wow, das hört sich gut an. Okay, dann macht ihr 2 Stunden außen Ja, und dann gehen wir in die Rinne. und dann in die Rinne. Leute, fangt noch was? Hier auch. Tschüssinger. Thomas, alle standorttreu, von da. Ja, bei denen war deutlich schlechter als bei uns. Und das macht natürlich jetzt nicht Mut, dahin zu fahren, wo die gerade waren. Aber ich habe Bock auf Flachwasserangelei, muss ich echt sagen. Mal gucken. Bin gespannt, wo Jörg uns hinführt jetzt. So, wir angeln jetzt flach. Ich werde da natürlich meinen Spinnerbait, den Mace Runner ranmachen, aber ich habe auch was ganz Feines mit dabei. Swimbaits von Valley Hill. Ganz neu, mir mal geordert. Findet ihr auch beim Tackle Peak Shop oder bei Hecht und Barsch. Also richtig geile Teile. Ich zeige euch den Lauf auch gleich nochmal. Ich glaube, das ist eine richtige Waffe jetzt hier im Flachwasser. Guck mal, so schön silber glänzend. Sieht richtig sexy aus. Du hast hier 5 verschiedene Hechtstämme Ja, in den Bodden. Haben wir untersucht, ja. das bedeutet, Das sind Stämme, die sich nicht miteinander fortpflanzen. Also die quasi nur miteinander eine Reproduktionseinheit bilden, aber nicht mehr eine Vermischung haben. sehen die das vorher oder ist es einfach nicht möglich, dass sie sich fortpflanzen? Gutes, also nee, es muss irgendeine andere Trennung geben, weil wir haben hier Süßwasserhechte in den Zuflüssen, die gar nicht in den Bodden schwimmen. Da könnte man sagen, gut, das ist logisch, dass sie sich auch nicht vermischen. Ja, Aber da wandern die Wanderhechte rein und die sind trotzdem genetisch unterschiedlich. Also die müssen sich dann auch unterschiedlich paaren. aber sehen die das? Ja, okay, Wahnsinn. Und du hast in den Bodden selbst auch 2 bis 3 verschiedene Stämme, die in den gleichen Bodden zusammenleben und irgendwie entweder unterschiedliche Laichzeiten oder unterschiedliche Laichorte haben. Aber das sind unterschiedliche Bestände. Spannend. Aber äußerlich kannst du das nicht sehen. Also das siehst du nur im genetischen Material. Wahnsinn. Und jetzt haben wir angefangen, DNA aus alten Schuppen zu extrahieren. Und so können wir uns angucken, wie sich die Zusammensetzung über die Jahre verändert hat. Ja. Als hier zum Beispiel die Randbereiche zu DDR-Zeiten alle verklappt wurden und die Zugänge zu den Flüssen im Prinzip abgeschottet wurden. Jetzt untersuchen wir gerade, ob sich die genetische Zusammensetzung komplett verändert hat. Und verklappen bedeutet, dass man einfach eine Klappe vorsetzt. Da setzt man eine Klappe vor, um Wasserregulierung zu betreiben.
Also für es die geht Landwirte Landwirtschaft, ja. Und dadurch sind diese ganzen Gräben und diese ganzen angeschlossenen Seen und so, die sind nicht mehr zugänglich und das Laichgebiet nicht mehr verfügbar. Das ist so in den 80er Jahren passiert. Und wir haben Schuppenproben aus den 50ern und 60ern und vergleichen die mit heute. Wahnsinn. So, es führt kein Weg dran vorbei. Kurzes Päuschen. Ohne Mampf kein Kampf. Vielleicht klappt es danach. Upsala, ganz schön windig hier. Könnte zwar noch ein bisschen mehr vertragen, aber wir sind ja zum Angeln hier. Im Namen der Wissenschaft raffe ich mich auf und versuche hier irgendwie einen Hecht zu fangen. Ja, ein bisschen nervig ist der Wind jetzt schon, muss man sagen. Geht auf den Sack. Willkommen am Bodden. So, Markus, mach die Kamera an, ich fange jetzt ein. In den nächsten 3 Würfen. Wurf Nummer 2. Das ist der entscheidende Wurf, der kommt ja jetzt. Bist du bereit? Ja, Markus? Ja, kommt. Er läuft hinterher. Ja, kann dich auch mal irren. Passiert. Selten, aber es Der passiert. fängt nur in Holland. Fahrt zum Bodden, haben sie gesagt. Das denn, was ist denn für dich, was zermartert dir den Kopf beim Angeln? In der Fischbiologie, wo denkst du, das will ich unbedingt wissen, ich verstehe das nicht. Es gibt ein paar Sachen. Eine große Sache, die gerade sehr aktuell ist, ne, ist, welchen Einfluss hat das Live-Fischen auf die Angelei? Und was wäre es denn bei dir? Mich interessiert halt diese Anziehungskraft Angeln. Also was macht das im Gehirn mit Menschen? Und weil da reden wir immer von, ja. Ich meine, wenn wir zum Angeln gehen, nach 5 Minuten denken wir nicht mehr an unsere Sorgen und all das. Aber Es ist was wirklich passiert so. da psychologisch? Also das wirklich mit Methoden, mit medizinischen Methoden zu untersuchen, hätte ich richtig Bock drauf. Also für mich kann ich ganz genau sagen, was dann passiert. Ja, wir können das alle erzählen, aber das mit harten Zahlen, ne? Richtig zu messen. Bei mir ist das so, weißt du, ich bin immer in der Großstadt, immer im Trubel, immer Deadlines, immer viel Arbeit. Und beim Angeln bist du halt, da sind keine Menschen um dich herum. Dein Handy ist weg und so weiter und so fort. Die ganzen Einflüsse von außen, die hast du nicht. Gebe ich dir recht, ne? Aber ich glaube, es gibt noch was echt tiefenpsychologisches, ganz im Unterbewusstsein. Und zwar diesen Überraschungsmoment. Ja? Wir machen uns einen Kopf, wir wollen die Köder verbessern. Aber am Ende ist es fast schon so ein Glücksspiel. Ne? Diesen Überraschungsmoment, den Biss zu haben, nicht zu wissen, ob man was fängt. Und ich glaube, das ist eine riesen Anziehungskraft. Das ist für mich auch der Unterschied zum Jagen. Wenn was beißt, wenn du einen Biss bekommst, dann weißt du erstmal nicht, Ja, genau. ist das jetzt ein kapitaler Hecht, ist das ein großer Barsch, ist das was Kleines. Beim Jagen siehst du ja vorher, was du erlegst. Und dann ist die Frage, was macht sowas wie technologische Innovation, Live-Scoping, hast du vorhin angesprochen, als Thema von Befischungsdruck. Ja. Aber was macht das auch mit uns Menschen als Angler? Ne? Weil man Ja. da natürlich viel genauer Fische, also sozusagen erfahrbar werden lässt, was man sonst im Ungewissen hat. Ich habe ja mal bei der Fisch und Fang Artikel darüber geschrieben. Ich hatte ja ganz, ganz viele Hobbys, die mir wirklich extrem viel Spaß gemacht haben. Ja. Fußball spielen, ich habe geboxt, alles Mögliche. Aber nichts hat mich im Ansatz so gefesselt und fasziniert wie das Angeln. Nix. Und ich glaube wirklich, habe ich geschrieben, dass es viele Leute gibt, die sowas gar nicht empfinden, so intensiv. Und Glaube ich die Leute tun mir ein bisschen leid. Also die Leute sagen jetzt wahrscheinlich alle, ja, Fußball ist für mich genauso und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass das Angeln noch mal eine Stufe höher ist. Absolut. Da ist er. Nein! War einer? Ja. Drück mal auf deine Hecken. Ja, leider nicht gehakt, ja. Verdammte Axt. Deine Bremse war auch ganz schön weit auf, Ja, oder? scheiße, das habe ich auch gerade gemerkt. Das sind keine Überläufer, das sind Frischlinge. 2 Wildschweine. Ich rieche die mit dem Wind auch. Ah nee, ist Robert. Ja, das war ich. Ich mache jetzt mal kurz einen Twin ran. Ja, aber so richtig Bock haben die Biester heute nicht.
Robert uns eingeladen. Fahrt zum Bodden, hat er gesagt. Ja. Da ist er. Verloren. Das war ein großer. Hast du gesehen? Ja. Da ist er. Auf unseren Twin. Scheiße. Da war er. Das war jetzt der 4. hier. Ärgerlich. Hat er unseren Twin aufgeschlitzt. Guckt doch mal hier. Ja gut, it is what it is. Toll, Robert, weil du mich wieder abgelenkt hast. Ja. Du hast angefangen von irgendwie kein Bock oder so. Nee, kein Bock habe ich nie. Die Hechte Achso, haben die keinen Hechte Bock. haben keinen Bock. Ja. Ja, das stimmt. Muss erst meckern, wa? Frauen. Jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn schon wieder verloren. Das Gute ist, das geht's nicht nur mir so. Kotze, ey. Scheiße. Alle, wenn wir die 5 im Boot gehabt hätten, wäre das gut gewesen. So. 12:45 Uhr. Also wir haben hier noch 1,5 Stunden. Wie viel? 1,5. 1,5? Ja, hier haben wir Fische, durchaus einige. Ich glaube, was haben wir jetzt? 5 oder 6 Bisse. Auch gehakt zum Teil, aber nicht einen rausgekriegt. Das ist ein bisschen schade. Ja, was sagst du, ist zu gut oder ist zu groß? Wäre für dich zu groß? That's what she said. Ja, Da ist er, da ist er. Fischer. Ja, hier, Robert, ich habe gerade alles voll leider. Warte, warte. Ein dicker? Nee. Aber Fisch? Petri. Jörgi. Jawohl. ich hab doch gehört. Sehr schön. 7, 8 was? 7,9. 790. Ein Kerlchen. Siehst du? Ja, sieht man ja wieder ganz schön hier. Ja. Und hat meine gekriegt noch. Alles klar? Ja. Gut. Sehr gut, Jörg. Ich bin am Montieren. Ich will einfach, weißt du, mal alles ausprobieren. Mal gucken. Jörg sagt zwar, ihm ist der Köder zu groß, aber das motiviert ja umso mehr, dann noch darauf zu fangen. Die Forschung ist ja für die Angler auch spannend. Was mich zum Beispiel interessieren würde, ob ihr auch so eine Mortalitätsrate habt, so mit Catch and Release. Also wie viele Fische, von denen ihr markiert habt, sterben danach? Das haben wir konkret hier am Bodden jetzt nicht untersucht, aber in anderen Studien schon. Sowohl mit besenderten Hechten als auch in Tankversuchen und Teichversuchen. Und der Hecht ist echt ziemlich robust. Bei kaltem Wasser nahe 0%. Im Wirklich? Durchschnitt 5%. Aber wenn es richtig warm ist im Sommer, so Wassertemperatur über 23, 22, 23 Grad, sterben richtig viele. Da Okay. kann sowas auch über 50% sein. Wenn die Wassertemperatur Wenn so die hoch ist. Wassertemperatur sehr, sehr hoch ist. Ja. Die Ja, sind aber zum Beispiel jetzt im Unterschied zum Zander auch aus tieferem Wasser und so ziemlich robust. okay, also Zander ist zum Beispiel, da ist die Mortalitätsrate deutlich höher. Deutlich höher. Da fängt das auch schon bei so 10 Meter Wassertiefe an, da stirbt dann durchaus mal 20, 25%. Ja, okay, aber also, die Todesursache, wenn man jetzt Flachwasser angelt, ist dann der Hecht auch weniger anfällig als der Zander beispielsweise? Viel weniger. Okay. Der Hecht ist sehr robust. Und was Barsch? Ähnlich wie der Hecht, oder? Ja, wir haben eine Studie zum Barsch gemacht mit besenderten Barschen. Die wir also sehr lange mit Sendern haben rumschwimmen lassen. Dann haben wir einen Teil wieder gefangen und zurückgesetzt. Das waren alles Fische über 33 cm. Da ist kein einziger gestorben. Naja, wie viele Fische waren es insgesamt? Ich glaube, wir haben, muss ich jetzt lügen, ich glaube, wir hatten 40 besendert und haben davon die Hälfte oder so wieder gefangen. Und davon ist dann wiederum keiner gestorben. Aha. Aber das heißt nicht, dass die Sterblichkeitsrate 0 ist. Also Ja, ja, okay. auch der Barsch ist ja für tiefes Wasser sehr anfällig, so wie der Zander Ja, auch. ja, ja. Und ja,
Ja, Aber spannend. wenn man das vernünftig gestaltet, den Fisch sauber handelt, Aber da kann man ja Geht. auch Schlüsse für sich draus ziehen. Zum Beispiel, wenn die Wassertemperatur über 24 Grad hat, wenn man den Fisch nicht verwerten will, dann angelt man zum Beispiel besser nicht auf Hecht. So sieht's Oder über aus. 23. Ja, Ne? Also absolut. spannend auf jeden Fall für Auf die jeden Angelei Fall. auch. Zander ist bei kaltem Wasser empfindlicher, echt? Hecht bei warmem. Ja. Ach wow, hätte ich nicht gedacht. Genau andersrum beim Zander. Ach krass. Ja. Super spannend. Ja, ihr seht, als Angler nimmt man da auch einiges mit. Und ich glaube, wir werden heute noch den ein oder anderen spannenden Punkt von dir lernen, Robert. Aber jetzt geht es erstmal weiter, noch ein paar Hechte fangen, hoffentlich. Ah, Fisch! Oh, da ist er! Scheiße. Jupp. Hat Aber er attackiert? der hat attackiert. Ich hab ihn gar nicht. Hast du ihn gesehen? Ja, War das ein Hecht? war ein Hecht. Ja. Ja, jetzt hatte ich einen schönen Biss kurz vorm Boot. Robert hat den Fisch wohl gesehen. Ich habe nur den Biss gespürt. Aber so 90er würde ich sagen, ungefähr. 90er sagt er. Naja, ein kleiner. Also pff. Ja, schade. Wir haben hier wirklich unglaublich viele, also nicht unglaublich, aber sehr viele Attacken und wenig Fische, die hängen bleiben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt 7 Attacken 7 oder Attacken. 8 und ein Fisch, den Jörg gefangen hat. Scheint nicht so ganz Bock zu haben heute. Schade, schade, Schokolade. Jörg, und du häkelst ein bisschen, oder? Das ist irgendwie ganz schön beschissen geworden hier. Ah, okay. Sonst wäre ich wohl frei, du. Die Zeit ist um. Ihr seht, wir stehen wieder am Ufer, haben leider nichts mehr gefangen, hatten trotzdem einen richtig, richtig coolen Tag. Ich finde auch, dass wir sehr viel als Angler von euch Forschern mitgenommen haben. Infos, die uns weiterhelfen, nicht nur uns. Zum Beispiel fand ich es wirklich erstaunlich, dass die Fische scheinbar nicht ziehen, sondern standorttreu sind. Und wenn man die wegfängt, sind sie weg und sie kommen auch erstmal nicht nach. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Sollte Ja? auch einen darüber nachdenken lassen, wie man fischt, ob man die Fische alle nimmt und so weiter und so fort. Also, richtig spannender Tag. Vielen, vielen Dank. Guckt mal bei iFishman nochmal rein. Haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Morgen gehen wir nochmal los. Dann fängst du endlich mal was und du kriegst deinen Meterfisch. Ja, ich habe meinen Meter heute verloren. Egal. Wie gesagt, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.